Herzlich willkommen im Bike24 Workshop. In dieser Videoserie zeigen wir dir, wie du dein Fahrrad zu Hause reparieren kannst, welche Werkzeuge du dafür brauchst und was die richtigen Komponenten dafür sind. Und vor jedem Video geben wir dir auch eine kleine Einschätzung, ob die anzustehenden Reparaturen leicht oder schwer sind, damit du selbst entscheiden kannst, ob du es zu Hause durchführen möchtest oder dein Fahrrad lieber in eine Fahrradwerkstatt geben magst. Wenn du also Lust hast, mehr über dein Fahrrad kennenzulernen und über die anstehenden Reparaturen, dann freuen wir uns, wenn du ein Abo bei unserem Kanal dalässt. Bei mir ist wieder der Flo. Flo, schön, dass du wieder dabei bist. Hey. Wir haben jetzt hier immer noch unser Cannondale Synapse SE. Die Bremse ist mittlerweile komplett installiert, die Bremse ist vollkommen entlüftet. Und jetzt, worum geht es als nächstes, Flo? Jetzt geht es um die Laufräder. Da hatten wir halt einige Mängel. Wir hatten einen dauerhaft platten Hinterreifen und eine lose Hinterradnabe. Deswegen kommt auf jeden Fall ein neuer Laufradsatz rein und dort werden wir dann alle Komponenten installieren. Klingt erstmal ein bisschen kompliziert. Ist es eher was für Einsteiger oder muss ich dafür schon Vollprofi sein? Es mag zwar kompliziert klingen, aber im Endeffekt sind es alles sehr einfache Bauteile, außer die Kassette, die ist ein bisschen tricky. Aber im Groben und Ganzen würde ich sagen, das ist auf jeden Fall eine Tätigkeit, die auch Einsteiger hinbekommen. Okay, Flo, könntest du mir noch zeigen, was genau ich dafür brauche, welche Komponenten ich brauche? Für heute brauchen wir ein Torx 25 für unsere Bremsscheibenschrauben, Kassettennuss mit Drehungsschlüssel für unsere Kassette, Handschuhe, wenn wir mit Isopropanol oder Bremsenreiniger hantieren, Fett für den Freilauf und eine Luftpumpe. Das Cannondale Synapse SE wird mit neuen Laufrädern von Mavic ausgestattet. Das sind Mavic Allroad Laufräder, bedeutet, die sind für Gravel auch geeignet, vertragen also eine ganze Menge. Wir haben eine Kassette, Shimano Bremsscheiben, Panaracer Gravel King SK Gravelreifen in 32 mm, die passen gerade so noch in den Rahmen hinein. Wir haben für den Fall der Fälle noch neues Felgenband und 2 neue Schläuche. Flo, wir sind jetzt mal weg vom Fahrrad, hier an die Werkbank gegangen, obwohl wir die Laufräder tauschen oder bestücken wollen. Warum? Genau, also ich habe halt immer ganz gerne irgendeine Fläche, wo ich das Laufrad klein wenig drauf abstützen möchte. Das ist hier halt der Fall. Da fange ich halt am einfachsten gleich schon mit dem Hinterrad und den Reifen entsprechend an. Wir haben jetzt den Vorteil, wie ich gerade sehe, normalerweise würde doch, wenn ich einen Reifen installiere, erstmal Felgenband runterkommen. Genau. Hier aber schon welches drauf. Bei den meisten oder fast allen Laufrädern, die man online bestellt oder allgemein bestellt, ist Felgenband schon vorher drauf geklebt, da die meisten Felgen heutzutage in den hochwertigen Laufrädern so oder so tubeless ready sind und die Hersteller bevorzugen, ihr eigenes System zu verbauen. Deswegen ist da halt schon alles drauf. Ist für uns ganz angenehm, so müssen wir halt kein weiteres Felgenband draufkleben. Aber keine Bange, wir werden eine Folge dann dazu noch machen. Wenn du also wissen willst, wie man Felgenband richtig klebt, hab noch ein bisschen Geduld, auch dazu wird es ein Video geben. Genau. Für die Reifen ist für mich immer ganz wichtig die Orientierung, nämlich so, dass der Schriftzug am Ventilloch ist. Dann setze ich halt den Reifen einmal komplett herein und fange dann dort am Ventilloch entsprechend an. Schaue noch, dass tatsächlich das Ventilloch möglichst mittig sitzt, dass hier das SK jeweils ganz leicht rechts neben dem Ventilloch sitzt. Dann hat jetzt aber keine technische Funktion, sondern ist mehr so eine ästhetische Komponente. Dass das Ventil immer an der Schriftzug des Reifens, am Schriftzug des Reifens sitzt. In erster Linie ist es tatsächlich ästhetisch, aber mir als Mechaniker ist es auch noch ganz lieb, weil wenn halt ein Schaden auftritt, kann ich den Schlauch herausziehen, vorausgesetzt man fährt halt mit dem Schlauch, kann den Schlauch leicht aufpumpen und schaue, wo der Schlauch dann halt das Loch hat. Und dann kann ich genau abschätzen, in welchem Bereich der Defekt am Reifen ist, ja, ohne dass ich dann halt suchen muss, wo ist es denn. Wir haben jetzt technisch festgestellt, hat es eigentlich nicht so eine Relevanz erstmal, wo die Schrift ist. Du hast jetzt den Reifen aber schon halb drauf gezogen. Müssen wir noch gucken, wie rum wir den Reifen montieren? Achso, normalerweise ja. Das Schöne ist, wir haben hier ein Profil, das nicht laufrichtungsgebunden ist. Insbesondere bei Mountainbike-Reifen ist es halt sehr häufig so, dass sie halt laufrichtungsgebunden sind. Woran erkenne ich die Laufrichtung? Die haben normalerweise hier an der Seitenwand oder schon leicht ins Profil herein immer einen Pfeil oder ein Pfeil mit der Beschriftung Rotation drauf. Und dann muss man dann entsprechend das Rad so hinstellen, Antriebsseite nach rechts, Bremsseite nach links und den Pfeil nach vorne. Dann passt es normalerweise in Laufrichtung. Okay, das ist auch schon so ein kleiner Trick. Manche würden vielleicht zuerst den Schlauch nehmen, weil der reinkommt. Du hast aber jetzt erstmal schon den Reifen montiert auf die Felge und genau, jetzt kommt der Schlauch. Im Endeffekt ist es egal. Ich persönlich bevorzuge es halt so, wenn ich die Umgebung nicht kenne, wie sauber die ist, dann versuche ich den Schlauch nirgendwo hinzulegen. Solange er in seiner Box ist, ist er sauber und heile. Jetzt muss ich den halt ein klitzekleines bisschen aufpumpen. Warum machst du das, dass der Schlauch jetzt schon so ein kleines bisschen Luft bekommt? Dass er halt seine Form gleich hält. Wir haben zwar relativ wenig Platz bei den 32 mm Reifen,
aber wir können halt ein klitzekleines bisschen Luft dann wieder auch ablassen, falls er doch zu straff geht. Er soll einfach ein bisschen seine Form halten, weil so kann ich den nicht verdrehen. So geht er halt sofort wieder zurück. Wäre er halt nicht aufgepumpt, könnte ich den falten und dann hat man die Gefahr, dass der Schlauch sich zu sehr gedreht hat und dann im Mantel platzen möchte. Also das Schöne ist, er kann halt jetzt hier in die Felge hereingedrückt werden. Anfangs ist er ein bisschen widerspenstig. Ich fange halt entgegen über dem Ventil an. Das sieht man jetzt hier so schön. Ja. Würde ich jetzt genau umgekehrt anfangen, habe ich das Problem, dass ich den Reifen nicht bis in die Mitte von der Wulst, vom Felgenbett reindrücken kann. Ja. Hier drüben kann ich den halt wirklich ganz entspannt schon reindrücken. Und jetzt fängst du schon an, ihn Drauf zu ziehen, genau. zu schieben. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit, nochmal nachzudrücken. Man hat es gehört, da ist er reingerutscht. Man könnte im Endeffekt jetzt auch mit speziellen Reifenhebern hier hantieren. Ich persönlich bin halt kein Fan davon. Reifenheber bedeutet immer die Gefahr, dass man den Schlauch entsprechend kaputt macht. Deswegen lieber entspannt arbeiten, aufziehen. Jetzt kommt mein Trick dabei. Man greift hier mit den Händen drüber an der Wulst und zieht den Stück für Stück rüber. Es ist ein bisschen Körpereinsatz jetzt. Einer findet es unangenehm zu Anfang. Das stimmt auch. Ja, das ist nicht nur Körpereinsatz, das ist richtig Sport. Du machst du richtig Kniebeuge. Ja, man muss es halt reindrücken. Und dann, Und so, kein Reifenheber verwendet. damit ist der Reifen schon drauf. Genau. Jetzt aufpumpen, schauen, ob er sich setzt. Auch immer beachten, dass ein Reifen einen Maximaldruck hat. Pumpst du ihn jetzt direkt schon einmal auf Maximaldruck auf? Ich pumpe den jetzt normalerweise nur bis 40 PSI auf, also knapp unter 3 Bar. Schau dann nach, ob er sich überall schon gesetzt hat. Das erkennt man dann daran, dass hier dieser kleine Streifen überall sichtbar wird. Also der Reifen hat hier überall so einen Kontrollstreifen. Und hier sieht man, er sitzt noch nicht. Hier sieht man es auch an dem Weißwandreifen quasi, dass er nicht richtig sitzt. Man könnte ein bisschen mit Händen nachhelfen, ein bisschen was hat es gebracht. Aber dann checke ich jetzt, wie weit kann ich die Reifen tatsächlich aufpumpen. Bis 4 Bar darf er. Also den Maximaldruck, den kann ich in der Regel auf dem Reifen selbst ablesen. Ja. Es gibt auch häufig einen Minimaldruck. Den sollte man auch nicht unterschreiten. Maximaldruck zum Reifen setzen kann man um 10% überschreiten, aber dann unbedingt vor der Fahrt auch wieder reduzieren. Das mache ich jetzt nämlich hier. Checke, ob er wirklich überall raus ist. Und er ist überall raus. Wie ist das? Gibt es auch für Felgen einen Maximaldruck? Und wie verhält sich das, wenn der Maximaldruck der Felge, sagen wir mal, über oder unter dem des Reifens liegt? Was gilt denn dann? Im Allgemeinen gilt immer der niedrigste Maximaldruck. Bedeutet, wenn die Felge halt nur 2,5 Bar verträgt, dann sollte man tatsächlich auch nur 2,5 Bar maximal drauf geben. Wenn der Reifen halt aber in dem Fall 2,4 nur verträgt, gelten halt die 2,4. Als nächstes kommen unsere Bremsscheibe und unsere Kassette drauf. Zuerst machen wir die Kassette, aus folgendem Grund: wir wollen die Bremsscheibe als letztes drauf bauen, weil wir wollen vermeiden, dass die Bremsscheibe irgendwie verbogen wird. Deswegen die Bremse als letztes. So, wir haben hier einen wunderschönen Kleber, Aufkleber, den müssen wir noch entfernen. Und dann gibt es jetzt hier einen schönen Trick. Man muss bei den Shimano HG-Freiläufen, also Hyperglide-Freiläufen, den Anfang suchen. Das ist ein sehr dünner Hervorstand hier quasi. Den sucht man sich dann hier auch im Werkzeug. Klein wenig Fett auftragen, dass wir halt Korrosion vermeiden und das entsprechende Anzugsmoment auch tatsächlich erreichen. Wir wollen ja vermeiden, dass die Kassette klappert oder halt bei Schaltvorgängen die einzelnen Ritzel rutschen. Das ist dafür da, dass ich, wenn ich die Kassette mal tauschen möchte oder mal wieder entfernen will, das Ganze mal warten will, einfach das auch einfach wieder runterkriege. Genau, damit es ärgerlich nicht festgammelt. Einfach. Ärgerlich wäre es, wenn es halt festgammeln würde oder halt einschneiden würde. Da muss man die Kassettenritzel irgendwie herunterdrehen, wie im Labyrinth mäßig. Ist manches mal tricky, deswegen einfach von vornherein ein klein wenig Fett auftragen. Jetzt kommt hier dieser Trick. Aber wir haben da so ein Plastikteil in der Kassette, Genau. weil wir die Kassette neu haben. Das heißt, die Ritzel sind einzeln, das ist nicht eingefräster Block oder ähnliches, wie wir es bei Mountainbike-Kassetten manchmal haben, sondern wir haben da so eine Art Führungshilfe, die kommt so aus der Kiste schon raus und jetzt schiebst du das einfach nur drüber. Genau. Das Schöne ist halt, dass ich hier jetzt diesen kleinen Stift habe, der dann halt entsprechend alles orientiert hat. Ich brauche nur hier dann ziehen und siehe da, es fällt alles passend herunter. Ich kann die Führungshilfe hier wieder entfernen, kann den Verschlussring und das Abschlussritzel davon abnehmen, muss dort wieder
den Anfang suchen, draufsetzen, so. Und die Kassette wird normalerweise mit einem Drehmoment von 40 Newtonmeter festgezogen. Das ist hier schon voreingestellt. Da hört man es knacken. Noch einmal knacken lassen. Das ist soweit fest. Jetzt können wir nochmal checken. Okay, ist soweit alles fest. Super. Genau, und jetzt können wir die Bremsscheibe installieren. Wie ist das bei den Bremsscheiben? Gibt es dort spezielle für vorne und hinten? An sich nicht. Wichtig ist einfach nur, dass die Orientierung der Bremsscheibe eingehalten wird. Das heißt, wie rum ich sie draufschraube? Also ähnlich wie beim Reifen. Bei der Scheibenbremse ist es wirklich sehr wichtig. Wenn man die verkehrt herum installiert, wird die Scheibe instabil. Deswegen immer die Orientierung beachten. Die Seite, die beschriftet ist, die soll dich anschauen. So habe ich sie jetzt auch entsprechend orientiert. Wir haben jetzt hier eine Scheibenbremse mit 6-Loch-Aufnahme. Ist halt insofern angenehm, weil wir dafür kein spezielles Werkzeug brauchen, sondern einen Torx 25 Schlüssel. Bei Centerlock ist es natürlich schneller in dem Sinn, man braucht halt nur eine große Schraube lösen. Aber man braucht halt entsprechendes Werkzeug dafür. Das heißt, es ist wichtig, wenn ich meine Bremsscheibe zum Beispiel tausche, dass ich darauf achte, dass die Aufnahme der Bremsscheibe zur Narbe passt, ob es 6-Loch oder Centerlock ist. Genau. Und was wichtig noch zu sagen ist, es gibt Centerlock-Adapter, dass man eine 6-Loch-Scheibe an einer Centerlock-Narbe verbauen kann. Aber die meisten Adapter sind halt nur für 180 mm Scheiben freigegeben. Bedeutet, wenn man was Größeres fahren möchte, muss man halt so oder so passenden Centerlock-Scheibe verwenden. Wir haben in der Tüte jetzt nicht nur 6 Schrauben, sondern auch so kleine Sicherungen. Verdrehsicherungen. Die sind tatsächlich wichtig bei den Schrauben. Die Schrauben sind genau darauf ausgelegt, dass diese Scheibe mit dabei ist. Wichtig ist jetzt hier auch wieder zu beachten, dass die eine Oberseite haben. Wenn man top lesen kann, dann ist alles richtig. Dann ist das top. Ist fest. So, das ist Laufrad Nummer 1. Flo, jetzt haben wir das Hinterrad gemacht, ne? Kassette, Bremsscheibe. Beim Vorderrad fehlt jetzt die Kassette, aber Bremsscheibe muss trotzdem dran. Was denkst du, wie schnell kriegst du so ein Laufrad jetzt komplett fertig mit Reifen, Schlauch und Bremsscheibe? Ich schätze so 4 Minuten. 4 Minuten? Okay, na dann, zeig mal. Okay. Let's go. Wenn der Faltreifen so ein bisschen widerspenstig ist, kann man die Felge auch schon einmal zur Hilfe nehmen, dass man den entsprechend drüber bekommt. Wenn du zu Hause etwas länger brauchen solltest als unser Profi Flo hier, ist das auch kein Problem. Lass dir lieber etwas mehr Zeit und dafür mach's ordentlich, gründlich und genau. So. Und das war's. Was wir noch vergessen haben, Ah ja, genau. die Ventile, die Rändelmutter fürs Ventil und die Ventilkappe. Danke sehr. Okay Flo, die Laufräder sind soweit fertig, Reifen, Schläuche sind drauf, Bremsscheiben, Kassette ebenfalls installiert. Jetzt kann es eigentlich schon in den Rahmen, oder müssen wir noch irgendwas beachten? Fast. Es lohnt sich immer noch mal die Scheiben vorher zu entfetten. Womit reinige ich die Bremsscheiben am besten? Am besten ist es mit Bremsenreiniger. Dafür halt wieder professionell Handschuhe angezogen, weil wir wollen das Zeugs nicht auf unseren Händen haben. Man kann auch ansonsten Isopropanol-Alkohol nehmen. Aceton könnte man verwenden, das ist aber, bin ich ehrlich, zu aggressiv. Braucht man nicht verwenden. Klein wenig was draufgegeben. Und jetzt kann man einmal von außen drüber, einmal von innen. Hier haben wir beispielsweise auch noch Kleberückstände von dem Logo drauf. Kann man jetzt halt wegwischen. Wichtig ist dann aber, dass man eine andere Ecke verwendet, weil ansonsten würde man jetzt die Klebereste auf der Scheibe verteilen. Das wollen wir natürlich nicht. Und das war es jetzt auch schon. Jetzt die Schnellspannung noch rein. Kann man schwer verwechseln. Der eine ist länger als der andere. Da wollen wir einfach noch mal ein klitzekleines bisschen Fett auftragen. Muss wirklich nicht viel sein. Den Hebel kann ich jetzt in jede Richtung installieren? Da gibt es verschiedene Philosophien. Die einen sagen, den Hebel in Richtung Antriebsseite, damit man sich nicht an der heißen Scheibenbremse verbrüht. Ich persönlich bevorzuge es tatsächlich lieber auf der Scheibenbremsseite, den Hebel zu haben, weil ich dort auf jeden Fall sicher gehen kann, dass er geschlossen wird. Wenn man sich halt jetzt hier am Rad anschaut, wo man Platz hätte für den Hebel, kann er hier im Endeffekt nur in eine Richtung zeigen. Es ist im Endeffekt sogar eine schlechte Orientierung. Ich bevorzuge es tatsächlich nach hinten den Hebel zu setzen.
Aber es ist im Endeffekt persönliche Präferenz. Du hast ja jetzt noch so Federn dabei, was machen die eigentlich? Die sorgen einfach nur dafür, dass der Schnellspanner halt entsprechend ausgedrückt wird. Man hat an der Gabel vor allem so kleine Nasen hier dran. Ja. Wenn die Federn nicht da dran sind, dann muss man selber den Schnellspanner hin und her bewegen, dass man das Laufrad rausbekommt. Okay, also die Federn richten den Schnellspanner aus, damit Genau, es leichter ein- und aus. dass der halt dauerhaft so weit wie möglich und gleichmäßig geöffnet ist. Mehr macht das eigentlich nicht. Genau, jetzt können die Laufräder entsprechend eingebaut werden. Dafür nehmen wir zuerst das Vorderrad. Ich muss natürlich schauen, dass ich die Bremsscheibe hier richtig treffe. Ne? Genau, also Vorteil ist auch halt, der Bremshalter ist noch lose, das ist sehr angenehm. Und jetzt schaue ich halt nach und nach, wie weit kann ich den Schnellspanner schließen. So ist er halt noch komplett offen. Sobald man dann spürt, okay, jetzt spüre ich hier drüben eine Rotation, also dieses Ruckeln, weiß ich, okay, ich kann mal schauen, wie sehr ich ihn schließen kann. Ja, das geht schon gut. Ich persönlich habe hier den Vorteil, dass ich einen Montageständer habe, da kann ich halt im Knie entsprechend alles runterdrücken. Mit der anderen Hand drücke ich die Gabel nach unten, kann dann entsprechend mit der übrig gebliebenen Hand den Schnellspannhebel schließen. Kann jetzt schauen, wie schwer geht er auf. Geht relativ schwer, aber so muss es sein. Hinten das gleiche nochmal. Ich persönlich ziehe halt das Schaltwerk nach unten und leicht nach hinten. Das sieht man ja schon, wie ich hier Platz schaffe. Setze dann auf einem relativ kleinen Ritzel an, ziehe das entsprechend hoch und rein. Fertig ist es. Ist es eigentlich sinnvoll, wenn ich das Fahrrad dann aus dem Montageständer nochmal genommen habe, nochmal kurz den Schnellspanner zu öffnen, dass ich das Rad nochmal richtig setzen kann, das Laufrad, um dann nochmal zu schließen? Genau. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die man machen sollte. Das machen wir hier jetzt auch. Genau, wie du gesagt hattest, einfach dann nochmal Schnellspanner öffnen, dass es sich auf jeden Fall reinsetzt. Man kann nochmal raufdrücken, Schnellspanner schließen. Das gleiche vorne nochmal. Die Laufräder sind drin. Das war doch deutlich leichter und ging schneller als die Arbeitsschritte davor. Bremsen installieren und entlüften. Was kommt als nächstes? Genau, jetzt können wir uns darum kümmern, dass wir die Bremsen schleiffrei einstellen. Da gibt es auch ein paar kleine Kniffe, aber die zeige ich euch dann im nächsten Video. Okay, ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Wenn auch du Lust hast auf mehr Content, wie du dein Fahrrad selbst zu Hause reparieren kannst, klick doch mal auf Abonnieren. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.